Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung für euch. Das Thema, was ich für euch vorbereitet habe, ist nicht nur, dass die Lufthansa auf der Kurzstrecke andere Fluggesellschaften einsetzen möchte, also mehr Wet-Lease, sondern auch, dass man wieder das volle Programm an Service in der Economy Class ausprobiert und testet. Heißt also Getränke wieder mehr als Kaffee und Tee und die Flasche Wasser. Des Weiteren Discover Airlines, da gab es Streichungen natürlich am zweiten Streiktag. Und wir haben die SAS. Die SAS ist aus ihrem Chapter 11 anscheinend raus, beziehungsweise hat die Kurve gekriegt und ihr geht es wieder besser. Ihr könnt an dieser Stelle wie immer den Kanal abonnieren, die Glocke anmachen, ein Like dalassen, kommentieren, abonnieren und natürlich auch Kanalmitgliedschaft. Bei Fragen, Sorgen, Ängste, Nöte, hier ungefähr, ich glaube da solltet ihr das Logo mit der Telefonnummer finden. Also bei Fragen nicht zögern, macht es so, wie die anderen Leute das machen. Denn direkt beim ersten Thema haben wir heute auch wieder was Lustiges. Und zwar hatten wir darüber gesprochen, dass die Air Baltic 100 Flugzeuge bald groß ist. 90 im Moment, hat ja noch ein paar Optionen, gucken, ob sie die zieht. Aber vielleicht, weil sie für die Lufthansa dann fliegt im Wet Lease. Und das ist halt das, was in einem von den Telefonaten, was ich mit euch geführt habe, also mit einem von euch, auch Thema war. Und jetzt kommt die Lufthansa hin und sagt, ja, wir machen Kurzstreckenflüge nicht mehr selber, wir wollen die von der Kerngesellschaft wegbringen und andere Airlines erledigen lassen. Und dann heißt es nicht nur, dass man da bei der Lufthansa City das Ganze macht, sondern halt auch im Wet Lease bei anderen. Natürlich ist es so, dass man Discover und eigene Kapazitäten nutzt, aber im Besonderen ist es halt das Thema, dass im Winter nicht so viele Flugzeuge nachgefragt werden, beziehungsweise Sitze und Flüge und damit die Flugzeuge nicht gebraucht werden. Die Lufthansa will das an dieser Stelle lösen, indem man das zukauft, und das ist halt dieses klassische ACMI, heißt also ganz normal, dass man Aircraft, Crew und Insurance macht, also Manning Insurance, und das sagte Jenselmann Ritter in Frankfurt. Ein exklusiver Anbieter wird noch gesucht. Warum exklusiv? Wahrscheinlich damit man weniger Reibungsverluste hat im Sommer. Und man möchte halt im Sommer die 25 Flugzeuge, die man mehr benötigt, halt von extern dazu bekommen. Und interessant ist auch, dass der Jenselmann Ritter keinen Partner oder irgendwas irgendwie an die Wand gemalt hat, wo man sagen könnte, der kann es werden, der ist es. Aber Air Baltic bietet sich hier natürlich wirklich an, weil man ja schon ein guter Dienstleister für die Lufthansa war. Nicht nur bei der Lufthansa selber, sondern auch bei den Freunden der Swiss und Eurowings und so weiter. Interessant ist übrigens auch, dass man in Riga mehr Personal sucht, gerade für die Lufthansa-Hubs. Das war ja namentlich Wien, München, Frankfurt, aber auch Brüssel. Also das heißt, dass man da, Frankfurt war ich jetzt, aber ich war auf jeden Fall München, Wien und Brüssel. Und das ist dann natürlich relativ krass, oder? Auch ist es so, dass man natürlich diese 220 auf 250 Flugzeuge steigern will in der Kurz- und Mittelstrecke bei der Lufthansa. Also das heißt, man möchte selber auch wachsen bis 2027, 2028. Das sieht man ja auch an der Bestellung der 737 MAX. Einige von euch sind da ja natürlich relativ leidgeprüft und sagen, Aber es ist halt wirklich so, dass das auch ein Grund ist, warum wir so viel Konfliktpotenzial haben mit den Gewerkschaften, weil die finden natürlich, dass ein ACMI, schwieriges Wort, dass das die Butter vom Brot nimmt und damit halt auch wirklich für die Fluggesellschaften so viel Freiheit schafft, dass man halt mit den Gewerkschaften nicht mehr dealen muss. Man kann jetzt natürlich sagen, ja, das sind die Gewerkschaften selber schuld. Oder man kann auch sagen, die Lufthansa ist selber schuld, weil sie halt so teuer produziert. Aber was interessant ist, ist auch, dass man bei der Lufthansa halt im Moment auch ein Problem sieht bei der Kostenstruktur. Finanzchef Jörg Beiße sagte auch, dass die Vorteile der chinesischen Fluggesellschaften ein Thema sind.
denn sie nutzen halt den kürzeren Weg. Ja, wenn man direkt fliegen darf durch den russischen Luftraum, dann ist das natürlich so, anstatt wenn man dann unten rumfliegen muss. Und wir hatten ja auch besprochen, dass die Lufthansa mittlerweile auch wieder Afghanistan als Luftraum nutzt, zwar über 35.000 Fuß, also Flugfläche, oder 320, was 320, 32.000 Fuß. Ich meine ab FL 320, 350. Und da ist es natürlich so, dass man auch im Atlantikverkehr ein hohes Niveau an Leiden im Moment hat, weil ja andere Fluggesellschaften fliegen halt direkt. Und man kann jetzt natürlich der Ehrlichkeit halber sagen, ja, Lufthansa sollte dann auch dezentraler fliegen, heißt also Düsseldorf, wie sie es ja mal gemacht haben. Berlin kommt natürlich auch von euch. Ich weiß auch, wer es von euch wieder schreiben wird. Und dann gibt es Stuggi und so weiter. Also das heißt, natürlich, die Amerikaner fliegen halt dann lieber direkt, als dann über Frankfurt, München oder sowas umzusteigen. Und das andere Thema ist natürlich auch, die fliegen selber jetzt auch in den Mittelmeerraum. Das heißt also, man muss gar nicht mehr über Frankfurt fliegen, um da mit der Lufthansa weiter nach Rhodos oder nach irgendwo Athen oder sowas gebracht zu werden. Das machen amerikanische Fluggesellschaften. Und damit ist für Lufthansa natürlich das Atlantikgeschäft ein Riesenproblem. Aber es ist trotzdem wichtig. Und da sieht man natürlich ein Thema. Man kann jetzt natürlich sagen, okay, das ist natürlich ein Problem, wenn die Lufthansa so einen Qualitätsverlust hat und dass die Leute dann sagen, ich fliege einfach nicht mehr Lufthansa, weil ich genug Alternativen habe, die vielleicht besser sind. Oder aber auch am Ende nicht vielleicht besser, aber doch, ich höre euch wieder sagen, bist schon mit American Airlines geflogen oder United? Ja, bin ich. Und ich fand das jetzt auch okay. Es war jetzt natürlich jetzt kein Erlebnis wie bei anderen Fluggesellschaften wie Singapore Airlines oder um Klassiker zu nennen, Qatar Airways oder Emirates. Aber es ist jetzt auch nicht so viel Unterschied zur Lufthansa nach oben oder nach unten, dass man sagt, ich würde mir jetzt für Allegris ein Bein ausreißen, weil Polaris ist halt nicht okay. Und deshalb muss man halt der Ehrlichkeit halber sagen, in meinen Augen, dass Lufthansa halt die Attraktivität verloren hat. Und da könnt ihr jetzt natürlich schreiben, was ihr dazu denkt und was ihr davon haltet. Denn wenn man sich das Thema ja genau anschaut, ist es halt so, am Ende des Tages ist es ein Transport von A nach B. Und ob ich jetzt in der ganzen Geschichte, und da gehe ich nachher drauf ein, im Service was verbessert, da muss diese Verbesserung schon wesentlich sein. Also, dazu die erste Frage des Tages und die lese ich euch gerne vor. Stört euch, dass die Lufthansa Kursstrecken auslagern will? Beispiel wäre ja Air Baltic. Es gibt ja auch diese Freunde von CityJet. Kam der Name gerade nicht aufs Tapet. Aber da könnt ihr jetzt gerne was dazu schreiben oder dazu irgendetwas kommentieren. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Wir machen weiter mit dem nächsten Thema und das nächste Thema ist natürlich Discover Airlines und das ist ja auch ein Grund aus dem, was ich eben gesagt habe, dass man hier halt wirklich bei der Discover Airlines logischerweise streikt, weil man halt einen gewissen Machtverlust sieht und daran sieht man halt, wie der Konzern als Lufthansa Group reagiert. Und der Flughafen Frankfurt waren 8 von 26 von den Flügen für Mittwoch geplanten Flügen gestrichen worden. Also ihr seht, das hat durchaus schon was gebracht. Aber man versucht natürlich auch alle Passagiere ans Ziel zu bringen, was ja logisch ist. Der Streik dauert natürlich auch noch bis Freitag an. Das heißt also, wir haben dann noch etwas Zeit, dass es passiert. Es gibt hier halt Kritik von der Lufthansa-Seite, die natürlich sagen, ja, das ist natürlich nicht schön. Und Jens Ritter sagt, im Kampf um den kritisiert den Kampf um den Arbeitskampf oder den Krampf. Unsere Gäste leiden völlig unnötig. Und dann geht es weiter. Diese Streiks sind unnötig und schaden der Discover Airlines. Ja, die Frage ist jetzt hier aber auf der anderen Seite natürlich auch, und die muss man halt auch ehrlicherweise stellen, das schadet sich Lufthansa nicht selber mit diesen ganzen AOCs, die man auslagert. Es hat ja keiner gezwungen, die Discover Airlines zu machen. Es hat ja keiner gezwungen, die Lufthansa in irgendeiner Art und Weise da schwierig zu sein gegenüber den Gewerkschaften und dann natürlich auch den beiden Spartengewerkschaften, Vereinigung Cockpit und der UFO, so vor den Kopf zu stoßen mit der Verdi. Und das ist natürlich jetzt das Problem. Und ich bin mal gespannt, was da noch passiert. Und ob es da auch so Repressalien geben wird oder irgendwas, wo die Lufthansa sagt, ihr seid böse.
weil wir wissen ja noch alle mit der 787 zum Beispiel, die man dann halt nicht lackiert hat. Austrian fliegt ja immer noch mit dem weißen Schwan durch die Gegend, so nenne ich das ja. Weil man da den österreichischen Gewerkschaften zeigen wollte, wer der Herr im Haus ist. Oder die Herrin, in dem Fall war es ja Annette Mann, aber sie hat ja wahrscheinlich nur auf Weisung aus Frankfurt reagiert. Ich muss ehrlicherweise sagen, an dieser Stelle ist das alles natürlich eine verzwickte Lage, aber auch hier wieder ist in meinen Augen, und das werden wir dann beim letzten Thema nochmal ganz besonders beachten, die Kundenzufriedenheit. Und die Kundenzufriedenheit kriegt man damit hin, indem man das klassische Dreieck spielt. Arbeitgeber macht die Arbeitnehmer glücklich. Arbeitnehmer machen die Kunden glücklich, weil sie auch glücklich sind. Und dann machen die Kunden den Arbeitgeber glücklich. Heißt also, alle sind glücklich, weil wer hat den Circle durchbrochen? Der Arbeitgeber. Weil in dem Moment, wo zum Beispiel die Kunden unglücklich sind, ist der Arbeitgeber unglücklich. Er macht dann natürlich, weil er Geld sparen muss, die Arbeitnehmer unglücklich. Also hier ist es etwas, wo natürlich nur der Arbeitgeber, und das ist allgemein gesprochen, etwas tun kann. Auch hier könnt ihr wieder unten fleißig kommentieren und sagen, ob es am Arbeitgeber liegt oder ob jemand anders dieses Dreieck durchbrechen kann. Inwiefern man da dann das Ganze wieder zu einem positiven Ergebnis bringt. Denn in meinen Augen sieht das alles relativ böse aus, wenn das so weitergeht, weil es halt eine Abwärtsspirale ist. Man kann das auch so nennen, wie viele es schon seit Jahren nennen, Race to the Bottom. Ihr könnt jetzt an dieser Stelle natürlich wie immer kommentieren und dann natürlich schreiben, was ihr davon denkt, genauso wie ich als Armchair CEO. Wir gehen jetzt weiter. Als Armchair CEO habe ich natürlich die Lage in Schweden bei der SAS in Stockholm beobachtet. Und die SAS ist halt jetzt so, dass sie nach Jahren der finanziellen Schwierigkeiten jetzt anscheinend aus der Umstrukturierung rausgetaucht ist und erfolgreich abgeschlossen hat. Damit kann man auch den Gläubigerschutz verlassen in den USA. Und die Restrukturierung hat man halt auch in Schweden hinter sich, in Skandinavien. Der neue Haupteigentümer der ganzen Veranstaltung ist halt Castle Lake. Und Castle Lake ist halt auch investiert, zusammen investiert mit der Air France KLM und Lind Invest und dem dänischen Staat. Und man hat auch einen neuen Verwaltungsrat gemacht mit dem Dänen Kåre Schulz, keine Ahnung, das ist dieses A mit dem runden Kringel drauf. Und damit ist es natürlich jetzt so, dass man weil man halt sich jetzt an die Air France KLM näher rangerobbt hat, auch SkyTeam-Mitglied wird und bei der Star Alliance rausgeht. Und interessanterweise ist das jetzt alles am passieren, bevor man am 1. September in SkyTeam Hände wechselt. Und ich weiß jetzt nicht, was ihr davon haltet, dass man bei SkyTeam ist. Ich weiß nicht, ob die sich jetzt anders nennen müsst, weil SkyTeam vielleicht ein schwedisches Kreuzdienst. Und Lufthansa halt gezwungen hat, sich umzuorientieren mit Widerøe. Ich tut mir leid, ich habe es gesehen, dass irgendjemand das geschrieben hat, wie man es betont, aber ich kann es mir leider nicht merken. Ja, damit ist es halt wirklich so, dass man 1,2 Milliarden Dollar neue Anteile, neue Schulden und Ablösung alter Schulden bereit ist. Also insofern ist das alles bei denen tipptopp, was da passiert ist. Aber hat hier die Lufthansa ich sage jetzt mal falsch gepokert, hätten sie die SAS übernehmen sollen. Auch hier wieder eine Frage für euch und da könnt ihr auch schreiben, was ihr wie immer dazu denkt. Ich bin gespannt. Wir gehen jetzt auf das letzte Thema heute ein. Ja, das ist eher etwas, was fast schon lustig wäre, wenn es nicht traurig wäre. Und zwar ist es so, die Lufthansa macht jetzt wieder Tests. Ja, ihr sagt Kaffee und Tee, das haben sie getestet. Ich bin da ja auch schon dabei gewesen. Also nicht ich, sondern von euch einige, die berichtet haben. Aber es ist jetzt so, dass man testet, ob man nicht wieder alle Getränke an die Kunden ausgeben möchte in der Economy Class als Service. Ja, Carsten Spohr
hat dann Jenselmann Ritter gesagt, hier, wir müssen was an der Happiness tun. Jenselmann Ritter sagte, ja, man verbessert das Angebot zum Beispiel durch größere Gepäckfächer, aber auch durch Steckdosen in den Flugzeugen, dass also da auch vermehrt Angebot ist, weil das ist das, was die Leute suchen. Interweb ist ja auch vom Angebot jetzt, dass die Hons das kostenlos nutzen dürfen und so weiter und so fort. Aber man muss ja ehrlicherweise sagen, dass wenn das Angebot überprüft wird, die ganze Zeit die Frage hier ist, warum überprüfen wir jetzt, ob das Ganze, nachdem man ja Kaffee und Tee anscheinend erfolgreich einführen möchte, weil anscheinend die Kunden sich das doch so sehr gewünscht haben, auf allgemeinen Kundenwunsch, und hier ist es ein wirklicher allgemeiner Kundenwunsch, dass man jetzt halt das kostenlose Angebot an Erfrischungsgetränken, an Bier, an Wein, ich glaube, gab es auch Schnappes, das könnt ihr nochmal sagen, ich weiß es ehrlicherweise schon gar nicht mehr, weil ich habe es auch nie getrunken. Und das ist so, dass man das nach Kundenanalysen herausgefunden hat. Ich frage mich dann immer, wer muss da irgendwelche Kunden analysieren? Wer muss das fragen? Das ist doch ganz offensichtlich, dass die Leute das wollen. Das ist genauso offensichtlich wie damals mit der trockenen Stulle. Natürlich mag keiner die trockene Stulle und sagt, ja, wir wollen besseres Essen haben. Lufthansas Reaktion war ja darauf, dass man dann gesagt hat, wir machen Buy on Board, also quasi dieses Onboard Delights, wie sie das nennen, und bei den anderen in der Gruppe ist es ja auch dann jeweils anders genannt worden. Aber insofern ist es so, dass man jetzt halt festgestellt hat, dass bei der Fluggesellschaft besonders Kaffee, Bier, das Chicken Sandwich die Top-Burner und Renner sind. Und die Lufthansa möchte natürlich bei den frischen Produkten, um da wesentlich mehr Abfall zu vermeiden, Vorbestellungen haben. Deshalb bietet man da jetzt 10% Rabatt an. Ich finde, man hätte vielleicht sagen sollen, hey, für alle Miles & More Mitglieder gibt es einfach 20 grundsätzlich bei Vorbestellung, für alle anderen 10. Wäre ja mal was. Und dann soll es ab natürlich, wie weil das Angebot ja immer wieder rotierend ist, gibt es auch bald wieder ein neues Angebot. Dass das Essen seit 2021 kostenpflichtig ist, ist ja schon schlimm genug. Aber ich denke mal, dass die Kundenunzufriedenheit Lufthansa anscheinend etwas überrascht hat und man sich dann gewundert hat, dass man gesagt hat, ja, Lustigerweise ist es jetzt, nachdem man das bei der Lufthansa irgendwie auch festgestellt hat, auch bei Swiss ein Thema und auch bei Austrian. Nein, das ist bei allen ein Thema, Freunde der gepflegten Vielfliegerkunst. Es ist halt so, dass man da ehrlicherweise sagen muss, Lufthansa, warum macht ihr so einen großen Bahai darum? Also ich finde das alles mehr als merk- und würdig. Also da muss von euch aus, glaube ich, etwas mehr kommen. Ihr könnt ja schreiben, was ihr da schreiben wollt zu dem Thema, denn die Frage des Tages ist, wie findet das Lufthansa jetzt, wie das ganze Programm in der Economy testet, also das ganze Programm an Bier, Wein, Schnappes und an Erfrischungsgetränken. Weil man muss ja ehrlicherweise sagen, wie viele Berater habt ihr durchgejagt? Wie viele Leute, die da irgendwas projektierten, die das analysieren und so weiter, dass man dann festgestellt hat, dass man die Cola kostenlos anbieten kann. Also es ist immer ein Problem. Also ich denke mal, dass man was willst du ausprobieren? Die Colaflasche ist immer noch 1,5 Liter oder 1 Liter, je nachdem welches Gebinde ihr kauft. Oder die Dosen, diese komischen Nuckelpin-Dosen. Also da ist jetzt in meinen Augen nicht wirklich was passiert. Ach, Moment. Ist das jetzt eventuell teurer, weil ihr das über Geldgummi beziehen müsst und nicht mehr über die Lufthansa Sky-Chef? Das kann natürlich sein, dass man deshalb testen muss. Also ich möchte jetzt da nicht sarkastisch sein, aber ich glaube auch, die Frage, ob man ein Getränk haben will, ist doch lächerlich, weil 100% der Leute wollen doch ein Getränk haben. Wer von euch will kein Getränk haben? Schreibt unten einfach Getränk. Also, jeder, der ein Getränk... Schreibt einfach Getränk rein. Getränk. Das macht ihr einfach. Wir machen jetzt auch Schluss mit der Sendung heute, und zwar die Fragen des Tages, die beantworte ich euch auch nochmal. Und zwar, beantworte ich nicht, sondern ich stelle es eigentlich auch mal, welche das sind. Und zwar ist das die Frage des Tages: Stört euch, dass die Lufthansa Kurzstrecken auslagern will an Air Baltic und CityJet und wie sie alle heißen? Ist das ein Problem für euch? Und dann natürlich auch, wie findet ihr, dass Lufthansa jetzt wieder das ganze Programm in der Economy anbieten möchte an
wie heißt das nochmal, Erfrischungsgetränken, Schnappes, Bier, Wein, Korn, ich weiß es nicht, was es alles damals gab. Ihr könnt auch nochmal schreiben, was ihr unten alles gefunden hattet, damals an den Getränken. Ich muss mich jetzt in den Call verabschieden. Und ich mache heute Abend noch eine neue Sendung. Ja, ihr wisst, ihr merkt, das ist die Sendung, die ich am Donnerstag morgens oder mittags mache ich sie ja eigentlich. Die eigentlich für gestern Abend war, aber ich war irgendwie... hab Nase. Also, danke und für euch, wie immer, der Abspann. Also bis dann. Ciao. Tschüss. Jetzt raus.